Zugeschaltet aus Dresden ist uns nun der Politikwissenschaftler Professor Werner Patzelt. Herr Patzelt, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Professor. Einen schönen guten Morgen. Ja, wir haben schon häufig über dieses Thema gesprochen, Herr Patzelt. Und Sie haben ja gesagt, eigentlich muss sich halt auf der faktischen Ebene der Politik der Bundesregierung etwas ändern. Nun scheint es ja zumindest so, der Eindruck wird versucht zu erwecken, dass das Migrationsthema nun inzwischen auf Platz 1 der Agenda auch gerutscht ist. Ist das den anstehenden Landtagswahlen geschuldet in Ihren Augen oder liegt es wirklich daran, dass die Tat von Solingen etwas verändert hat? Ich glaube, dass in erster Linie die Politikerschaft angesehen hat, dass man das Dahintreiben lassen der Dinge bei der Migrationspolitik nun beenden muss, weil es ja objektive Probleme gibt. Man hat sich ja nun jahrelang damit begnügt zu sagen, das sind Einzelfälle geschehen. Auch Deutsche bringen ab und zu andere Leute um. Was ist hier Besonderes zu unternehmen? Nein, der Ernst der Lage hat nun die Politikerschaft erreicht. Die ideologischen Sperren, die besonders intensiv beim Thema der Migrationspolitik gewesen sind, sie werden allmählich gelockert. Und natürlich befördern die bevorstehenden Landtagswahlen und die großen Ängste vor dem Ergebnis am Wahlsonntag diese Umdenkprozesse. Und soweit das der Fall ist, kann man nur sagen, wir sehen, dass Demokratie funktioniert. Wenn Politik an den Bürgern vorbei regiert, dann wird irgendwann die geballte Macht des Stimmbürgers die Politik zu Korrekturen zwingen. Schade ist nur, dass erst so viel Furchtbares geschehen musste, bis die Politikerschaft und ehrlich gesagt auch die Journalistenschaft und viele Leute aus der Zivilgesellschaft den Ernst der Lage wirklich sehen und aus ihm Konsequenzen ziehen wollten. Aber das können Sie doch nicht so verallgemeinern, weil die CDU, die hat ja schon immer und auch die CSU auf dieses Problem hingewiesen und die Ampelparteien, die haben das Ganze immer weggeschoben. Die Grünen schieben es ja noch immer weg. Also können wir da tatsächlich jetzt im Moment von einem Momentum von CDU-Chef Friedrich Merz sprechen? Wir dürfen nicht vergessen, dass die CDU-Kanzlerin Merkel diese Politik eingeleitet hat. Freilich nicht aus Jux und Tollerei, sondern deswegen, weil in der deutschen Gesellschaft auch die gesamte Linke, Sozialdemokraten, Grüne, Linke, einen Refugees-Welcome-Kurs gefordert haben. Hier gab es damals ein großes Einvernehmen zwischen Regierung und Opposition von links. Und die einzigen, die sich dagegen stellten, war die Opposition von rechts. Nein, die CDU, die ist ganz wesentlich verantwortlich für die Probleme, die wir haben. Und für die CDU ist die Umkehr deswegen schwierig geworden, weil sie ja auch mit einer inneren, wie soll ich sagen, Abkehr von der Merkel-Zeit oder der damaligen Merkel-Gläubigkeit verbunden ist. Darum war einer der wichtigen Sätze, die Friedrich Merz gesagt hat, dass die CDU, milde formuliert, ja auch mitschuldig sei an den ganzen Problemen. Sobald die CDU in ihrer eigenen Partei einen neuen Kurs ausflaggt und der auch mitgegangen wird von den innerparteilichen Gegnern des CDU-Chefs, sobald das der Fall ist, kann die CDU wirkungsvoll die Bundesregierung gestützt auf die sich umschichtenden Wählermehrheiten zu dem realistischen und notwendigen Kurs in der Migrationspolitik anhalten und der Regierung helfen, diesen Kurs auch tatsächlich fortzusetzen. Was glauben Sie denn? Also wie groß ist der Einfluss jetzt dieser aktuellen Asyldebatte und vor allem eben auch, wie die einzelnen Parteien darauf regieren, was die Wahlen angeht, die jetzt am Sonntag stattfinden in Sachsen und Thüringen? Ich glaube, da wird der Effekt nicht sonderlich groß sein. Wir wissen aus entsprechenden Untersuchungen, dass es ungefähr 2 Wochen dauert, bis sich der mediale Trend in tatsächlichen Stimmungsumschwüngen der Bevölkerung und folglich auch in Wahlentscheidungen niederschlägt. Konkret, die AfD scheint ihr Potenzial nach oben ohnehin weitgehend ausgeschöpft zu haben. Ob wesentlich mehr Leute als 32-33% für die AfD zu gewinnen sind, das ist zu bezweifeln. Vielleicht können Ampelparteien ein ganz klein wenig ihr Absinkern aufhalten, sodass sie nicht, etwa die Grüne Partei, unter 5% fällt. Aber ich glaube nicht, dass dramatischer Einfluss auf die Wahlergebnisse zu erwarten ist, weil ja neuerliche Verbrechen sich hier vollzogen haben. Und nach den Landtagswahlen, wenn sie sowohl in Sachsen als auch in Thüringen und dann am 22. September in Brandenburg rum sind, wird diese Asyldebatte, wenn bis dahin nichts passiert ist, auch wieder im Sande verlaufen, wenn wir dann nur diese Sprüche, diese Ankündigungen gehört haben und werden alle wieder ratlos zurückbleiben? Das glaube ich in diesem Fall nicht, denn nach den Landtagswahlen ist die Zeit vor der kommenden Bundestagswahl. Und nachdem nun jahrelang behauptet worden ist oder versucht worden ist, glauben zu machen, dass das Asylthema im Grunde ja nur ein Thema ist, das Rechtspopulisten bedienen sozusagen, um irgendwelche Themen an den Haaren herbeizuziehen, bei denen sie punkten können,
weil also das nun offenkundig nicht mehr so geglaubt wird, weil begriffen worden ist, dass die Migration gleichsam die Mutter aller innenpolitischen Probleme dieses Landes ist, wird das Thema schon angegriffen werden. Und sobald man die ersten Erfolge sieht, wird das weitergehen. Und allein schon die Ankündigung, dass Asylbewerber, die aus sicheren Drittstaaten gemäß der Dublin-Lösung kommen, in Deutschland nicht mehr irgendwann anfangen können, Geld in ihre Heimatstaaten zurück zu überweisen. Allein schon diese Veränderung wird viele, wie in Afrika nicht unüblich, Familienclans davon abhalten, einige ihrer Kinder nach Deutschland zu schicken, damit dann später von dort finanzielle Transfers kommen. Das heißt, sobald diese Politik angefangen wird zu implementieren, dürfte sie auf der Einwanderungsseite ziemlich schnell Folgen zeitigen. Die Abschiebethematik ist eine wesentlich andere, kompliziertere, aber mit der kann man auch leichter umgehen, solange wir nicht mehr pro Jahr etliche 100.000 Zuwanderer haben. Sie glauben, dass also wirklich eine Wende in der Asyl- und Migrationspolitik bevorsteht. Werner Patzelt, wir danken Ihnen für das Gespräch. Danke, Herr Professor. Gern geschehen.